Moin und herzlich willkommen zu meinem kurzen Erklärvideo. Wie kriege ich den ersten Raid-Schlüssel und wie komme ich zu Boss 2 im Raid Stallross? Dieses Video ist für diejenigen gedacht, die sich weitere Kenntnisse aneignen möchten. Hier geht es nun um ein paar Details, die für den ersten Raid-Schlüssel und den Übergang bei den Hochöfen wichtig sind. Turns out the True Sons have been operating a foundry. A floor technician got his hands on an open channel raid. Nachdem wir den ersten Boss und alle Ads im Vorhof getötet haben, gibt es zusätzlich zur Lootsäule von Grey noch zwei weitere kleinere Items, die eingesammelt werden können. Es handelt sich hierbei um zwei Zündkerzen, die wir für die beiden Generatoren benötigen. Mithilfe der Generatoren können wir den Zug zurückfahren lassen, der nach dem Bossfight noch im Durchgang steht und uns den Weg blockiert. Die beiden Generatoren stehen jeweils links und rechts etwa auf halber Strecke zurück. Du kannst den gelben Kabeln folgen und findest so die zugehörigen Generatoren, wenn du eine der Zündkerzen eingesammelt hast. Viele Teams behalten eine der Zündkerzen und wenden hier einen kleinen Trick an, um an den ersten Raid-Schlüssel zu kommen. Bevor ich darauf näher eingehe, zeige ich dir zuerst die vorgesehene Spielmechanik für den ersten Raid-Schlüssel. Die beiden Zündkerzen vom Vorhof werden an beiden Generatoren eingesetzt. Der Zug fährt vollständig zurück und gibt den Weg frei. In einem Waggon dahinter ist der erste Raid-Schlüssel versteckt. Wir müssen ein Fenster öffnen, um eine Granate durch das geöffnete Fenster zu werfen und das Schloss zu zerstören, das die Tür des Waggons von innen verschließt. Um das Fenster zu öffnen, ist wiederum eine Zündkerze notwendig. Diese Zündkerze müssen wir nun auf dem Vorhof suchen. Dafür müssen wir zunächst die Boxen aktivieren, in denen eine Zündkerze versteckt sein kann. Das machen wir über den Sicherungskasten im Durchgang. Danach müssen wir die 4 Boxen absuchen, die sich auf dem Vorhof befinden. Es gibt 2 auf der linken Seite, eine auf der rechten Seite und eine an der Rückwand des Eingangsgebäudes. Sobald wir die dritte Zündkerze gefunden haben, müssen wir wieder zum Durchgang rennen. Und dort muss die Zündkerze in den Generator gesteckt werden, der mit dem Fenster verbunden ist. Wenn du das tust, dann stelle sicher, dass einige Teammitglieder mit einer Granate bereitstehen. Denn das Fenster schließt sich nach wenigen Sekunden wieder. Wenn das Schloss an der Waggontür zerstört wurde, kann man sich den ersten Raid-Schlüssel holen. Nun folgt die kürzere Variante 2 für den Raid-Schlüssel. Nachdem der Boss gekillt wurde, droppen 2 Zündkerzen, die wie zuvor auch eingesammelt werden. Dieses Mal benutzt aber nur ein Teammitglied eine Zündkerze für den Generator. Der Zug fährt ein kleines Stück zurück, aber du kannst dich mit Hilfe der Schnellreise zum Checkpoint hinter dem Zug teleportieren. Mache eine Schnellreise auf einen beliebigen Namen, nur nicht auf dich selbst. So behalten wir die zweite Zündkerze und können diese direkt beim Generator für das Fenster einsetzen. Wir sparen uns dadurch die Suche nach der dritten Zündkerze. Diese Variante ist tatsächlich bei den meisten Raids üblich und wird so angewendet. Nachdem alle den ersten Raid-Schlüssel eingesammelt haben, geht es weiter in Richtung Boss 2. Die nächste Passage ist der Durchgang bei den Hochöfen. Hier müssen wir schnell sein, denn in diesem Raum steigt die Temperatur beständig an und es wird immer heißer. Um weiterzukommen, müssen wir die Hochöfen schließen und runterfahren. Wie genau funktioniert das? Es gibt 3 Schaltpulte, die zeitgleich betätigt werden müssen. Das geht aber nur, wenn wir wiederum zuerst eine Zündkerze eingesammelt haben und diese in einen Sicherungskasten gesteckt haben. Vorab werden mindestens die beiden ersten Schaltpulte von 2 Spielern besetzt.
Einer wartet bei Pult 1 und einer bei Pult 2. Die anderen Spieler rennen nach vorne und killen zuerst die 3 Adds, die aus der mittleren Tür spawnen. Dann rennen wir weiter nach vorne und töten die restlichen Adds, die aus der hinteren Tür gespawnt sind. Der goldene Add droppt eine weitere Zündkerze, die schnell eingesammelt und zum Sicherungskasten gebracht werden muss. Entweder stellt sich ein freier Spieler bereits an das dritte Pult, oder derjenige, der die Zündkerze eingesetzt hat, kann zum dritten Pult laufen. Üblicherweise wird kein Kommando gegeben, wenn man mit den Pulten interagieren soll. Jeder der 3 Spieler drückt sofort X, sobald er es sieht. Danach werden die Hochöfen heruntergefahren, die Temperatur sinkt und wir können den Durchgang passieren. Nun geht es weiter zu Boss 2, Pfizer. Train? The one with the cannons? Yeah, I see it. You know where it's headed? Those tracks go through the forge. Anything in there we can use against it? A bunch of molten iron, I guess. We can work with that. Was genau gemacht werden muss, um den zweiten Boss zu besiegen, das erfährst du in meinem nächsten Video. Solltest du weitere Fragen haben, hinterlasse mir deine Frage gerne als Kommentar oder schreibe mir eine Nachricht. Viel Spaß im Raid und bis zum nächsten Mal.